Von der Kuriertasche zum stetigen Begleiter. Sind Messenger-Bags noch zeitgemäß? Moin! Heute stellen wir euch mal verschiedene Messenger-Bags vor. Wollen wir mal gucken, wie die sich so zeitlich verändert und angepasst haben. Sind die überhaupt noch von Nutzen oder mittlerweile völlig überflüssig? Ihren Ursprung haben sie in der Kuriertasche aus dem Postwesen, also zur Beförderung von Briefen, Dokumenten etc. Natürlich haben sie mittlerweile auch einen ganz anderen praktischen Nutzen, nämlich für Geschäftsreisen, Meetings etc. werden sie verwendet und dementsprechend haben sie sich natürlich auch weiterentwickelt. Von einer normalen Umhängetasche, die, wie wir schon sagten, maßgeblich zur Unterbringung von Dokumenten und Schriftstücken diente, die wir dann in verschiedenen Fächern anordnen konnten, ist sie natürlich jetzt zu einer Tasche gewachsen, die auch im Digitalen genutzt werden kann. Also sollte sie auch ein Tablet, ein Laptop etc. aufnehmen können. Deshalb haben wir jetzt auch mal hier auf den Tisch alles Mögliche gelegt, was von total altmodisch, also einem Ordner, bis hin zu einem kleinen Tablet und Laptop geht. Und natürlich auch ein Brötchen mit dazu gepackt, eine Trinkflasche und Stifte etc. Und wie schon bei den Hip-Bags haben wir hier mal einiges mehr noch dazu gepackt, nämlich ein Erste-Hilfe-Set, eine Kippenschachtel zum Beispiel für Raucher und so weiter, weil wir mal wissen wollen, was kriegen wir denn noch alles unter. Denn für viele ist so ein Messenger-Bag natürlich auch auf Reisen wichtig oder Außendienstler, Geschäftsleute, die damit viel unterwegs sind, haben natürlich auch einiges mehr da noch drin. Aber jetzt wollen wir nicht lange schnacken, kommen wir zum ersten im Bunde und zwar die Dokumententasche von Miltec mit dem Namen Aviator. Sie fasst ca. 23 Liter nach Angaben des Herstellers, ist roundabout 40, 33, Tiefe von knapp 20 cm groß und hat doch einige Fächer, die schauen wir uns jetzt an. Dieses Modell wird dem Namen Dokumententasche gerecht. Ich habe hier verschiedene Fächer, die ich befüllen kann. Ich bekomme sogar noch einen alten Ringbuchordner mit unter. Habe im hinteren Bereich auch noch ein Netzfach mit Rückenpolsterung. Die ist nämlich dafür da, dass ich in dem dahinterliegenden Fach meinen Laptop unterbringen kann, das dann gepolstert ist. Hier ist auch ganz schön, dass ich eine Trennwand mit einkletten kann, um auch kleinere Laptops vernünftig in die Tasche unterzubringen oder eben diese Trennwand rausnehme, um dann noch ein größeres Laptop mitführen zu können. Wir haben jetzt hier den 17 Zoller nur dabei, aber ihr seht schon, hier ist noch ein bisschen Platz. Diese Dokumentenfächer könnt ihr übrigens auch rausnehmen, um einfach eine größere, geräumige Haupttasche zu haben. Auch die Fronttasche hat viele kleine Zusatzeinschubtaschen, in denen ich dann Stifte, einen Block, meine Zigaretten und so weiter verstauen kann. Und hier sehen wir, haben wir viele Möglichkeiten, unsere kleineren Utensilien zu verstauen und zu organisieren. Was aber ist, wenn wir längere Zeit unterwegs sind, den ganzen Tag oder vielleicht sogar 2-3 Tage und natürlich was zu trinken, was zu essen mit dabei haben wollen und vielleicht sogar ein kleines Erste-Hilfe-Set noch mitnehmen möchten, kriegen wir das jetzt auch noch unter. Die Aviator Dokumententasche bietet hier nochmal 2 kleinere Seitentaschen. Die sind allerdings zu klein für eine Getränkeflasche und auch in diesem Fall zu klein vielleicht für unser Erste-Hilfe-Set oder Brötchen. Also wir könnten da sowas wie eine Taschenlampe etc. unterbringen, was wir jetzt in der Front schon haben. Gucken wir mal, wie wir die Sachen denn anderweitig unterkriegen. Dafür bleibt uns in diesem Fall dann praktisch nur das Hauptfach. Das haben wir natürlich jetzt auch schon relativ voll. Da kriege ich aber bequem jetzt neben meinen Orten auf jeden Fall schon mal meine Trinkflasche noch mit unter. Klar, mein Erste-Hilfe-Päckchen würde ich hier auch noch irgendwie reinkriegen. Das könnte ich aber selbstverständlich auch noch mal hier in dieser Fronttasche zum Beispiel mit verstecken. Habe ich jetzt nur noch das Problem mit meiner Verpflegung. Ich muss hier sagen, ich habe ja hier noch einen Ordner mit drin. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Wenn ich den jetzt nicht mit drin hätte, dann hätte mein Brötchen wunderbar noch Platz. Wir sehen, von der Tiefe, also dem Volumen her, wird es dann schnell etwas knapp. 3 wichtige Dinge sind aber noch zu erwähnen. Also einmal habt ihr hier einen Griff, der nochmal eine Polsterung besitzt, die ihr aufkletten könnt. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist dafür da, um eventuell den Tragegurt etwas weg zu verstauen, dass er, wenn ihr die Tasche so tragt, nicht durch die Gegend baumelt. Oder wenn ihr sie auf einen Rollkoffer mit aufsteckt, denn das kann man damit auch machen. Solltet ihr also länger unterwegs sein oder
mit dem Zug reisen, dann könnt ihr den Messenger Bag auch wunderbar auf euren Rollkoffer transportieren. Auch hier ist wieder schön, wir haben hier noch ein Klett. Wir können also auch das Gurtband dann wieder befestigen, dass auch das nicht einfach durch die Gegend baumelt. Ein letztes Feature, was diese Dokumententasche mitbringt, das ist hier noch ein Rückenfach, wo ihr sicherlich noch was unterbringen könntet, wenn ihr wollt, aber in dem eigentlich nochmal 2 Schultergurte verstaut sind, die auch gepolstert sind, damit ihr das Ganze auch wie einen Rucksack tragen könnt. Sicherlich ist das jetzt kein ernstzunehmender Rucksackersatz, aber um jetzt einfach mal, wenn ihr auf die Bahn wartet oder über den Bahnsteig müsst oder so, das Ding über die Schultern zu werfen oder wegzutragen, ist das allemal gut genug. Kommen wir zur Dokumententasche von Tasmanian Tiger, dem Document Bag MK2. Dieses ist von den Maßen fast identisch mit der Aviator. Die ist, glaube ich, 2 cm schmaler. Besitzt aber auch nur ein Volumen von knapp 20 Litern, ca. 18 Litern, ist damit also vom Volumen auch etwas kleiner. Dafür besitzt sie aber auf der Front ein Lasercut-Molle-System, um zum Beispiel zusätzliche Taschen aufzuschlaufen. Das finden wir im inneren Bereich dann auch nochmal wieder. Das sehen wir gleich nochmal. Und somit ist sie natürlich flexibler noch einsetzbar. Also ich könnte mir jetzt noch eine Getränkehalterung oder irgendwas an die Front schlaufen. Auch diese Tasche hat auf der Front nochmal ein großes Einschubfach, wo ich allerlei Ausrüstung unterbringen kann. Ich nehme in diesem Fall einfach wirklich auch hier mal das Erste-Hilfe-Pack rein. Und die eigentliche Fronttasche, wie auch bei der Aviator, ist dafür geeignet, Utensilien, Stifte etc. gut zu organisieren. Vorteil hier ist schon mal, dass ich Gummischlaufen habe, die flexibel sind, also sich meinen Stiften etc. anpassen. Auch hier sehen wir wieder einiges an Taschen. Hier vorne übrigens nochmal für zum Beispiel Visitenkarten etc. Einschubfächer, die hatten wir bei der Aviator ja auch. Auch bei der MK2 habe ich hier einen praktischen Schlüsselclip und genug Zusatzfächer, um weitere Utensilien unterzubringen. Auch habe ich hier nochmal ein zusätzliches Einschubfach, zum Beispiel für ein Tablet oder dergleichen. Wie wir sehen, haben wir auch hier viele unterschiedliche Unterteilungen für die Organisation unserer Utensilien, aber wirklich ein bisschen weniger als in der Aviator. Kommen wir zum Hauptfach. Wir sehen hier schon, wir haben keinen Dokumentenfächer. Wir haben lediglich hier an der Seite nochmal einen Einschub und die Tasche ist auch bei weitem nicht so tief vom Volumen wie eben gerade noch die Aviator. Ich kriege aber auch hier nochmal einen Ringbuchordner mit unter. Das Rückenfach, auch hier wieder schön. Ich habe hier einen Kletteinsatz, eine Polsterung. Diese Polsterung könnte ich aber auch wieder herausnehmen. Bekomme damit nochmal ein zweites Hauptfach, was ungefähr dieselbe Tiefe hat wie das davor. Und ihr seht hier nochmal Molle- und Klettflächen, um zum Beispiel zusätzliche Taschen zur Organisation eurer Ausrüstung unterzubringen. Aber auch hier wieder bekomme ich jetzt ein Problem, sollte ich länger unterwegs sein und mir was zu trinken mitnehmen oder auch noch etwas zu essen, dass ich dann nicht genau weiß, wo ich das vernünftig unterbringe. Schauen wir aber einfach mal, nehme ich auch hier wieder den altmodischen Ordner eventuell raus. Könnte ich auch meine Trinkflasche hier wieder mit unterbringen. Brötchen auch. Ja, die werden dann vielleicht ein bisschen gepresst sein. Auch hier sind die Tragegriffe übrigens nochmal verstärkt, sodass sie nicht in der Hand einschneiden. Ich habe 2 an der Zahl. Die können aber nicht zusammengeklettet oder fixiert werden. Wohingegen aber der Schultergurt der Umhängetasche hier an einem Druckknopf befestigt werden kann, damit er dann nicht in der Gegend rumbaumelt, sollte ich die Tasche mal so tragen oder sie zum Beispiel auf Geschäftsreisen mitnehmen. Denn das hat die Tasche auch wieder. Und zwar eine feste Schlaufe, um sie auch auf meinem Rollkoffer sicher mit transportieren zu können. Kommen wir zum dritten Kandidaten im Bunde, und zwar zum Storm Messenger Bag. Dieser hat fast dieselben Maße, kann aber noch erweitert werden, indem ihr hier einen Reißverschluss öffnet und dadurch nochmal ca. 6, 7, 8 cm mehr Volumen bekommt.
Auffällig bei der Front ist hier schon mal, dass wir nicht eine große Einzeltasche haben, sondern das Ganze wird unterteilt in 3 Fronttaschen, wovon eine auch noch ein Hardcase ist. Im vorderen Bereich des Hardcases habt ihr nochmal ein flexibles Einschubfach, was ich in diesem Fall einfach mal nutzen werde, um mein Smartphone sicher unterzubringen, damit es geschützt ist. Wir haben hier leider keine Schlüsselhalterung, dafür aber nochmal 3 klettbare Taschen. Das Hauptfach unterscheidet sich stark von den beiden anderen Messenger Bags. Ihr seht schon, ich kann das komplett aufmachen, habe aber hier keine weiteren Unterteilungen. Dafür eine gesamte Klettfläche mit Molleschlaufen, um zusätzliche Taschen unterbringen zu können. Gucken wir jetzt aber trotzdem erstmal in diesem Zustand, ob ich hier meine Sachen alle unterbekomme. Auch wieder meinen schönen Ringbuchordner dazu. Und habe dann hier nochmal ein Laptopfach und siehe da, hier hätte ich sogar 2 Einschubfächer. Also nutzen wir die auch gleich nochmal für ein paar Dokumente. Und auch davor hätte ich sogar noch ein weiteres Fach. Kann die hier nochmal sichern. Und natürlich in dem gepolsterten Bereich auch mein Laptop bequem unterbringen. Aber wie sieht es mit meinem leiblichen Wohl aus? Kriege ich die Sachen denn unter? Ja, Trinkflasche kann ich hier mit zuschieben. Und auch das Brötchen von unserem Kameramann könnte ich jetzt darin ordentlich zerdrücken. Es gibt aber noch einen Trick, das hatte ich ja schon erwähnt, wir können die Tasche erweitern. Dafür haben wir hier nochmal einen umlaufenden Reißverschluss. Den können wir komplett öffnen. Und ihr seht schon, kriegt die Tasche mehr Tiefe. Ihr seht, ihr habt dann aber natürlich wirklich schon ein ganz schön ordentliches Stück Tasche hier. Mit einem Griff in der Mitte noch. Einen Tragegurt, hier muss man sagen, allerdings ohne Polsterung in dem Fall. Und auch so erstmal keine Möglichkeit, ihn zu befestigen. Aber auch dieser Messenger Bag hat die Möglichkeit, zu einem Rucksack umfunktioniert zu werden. Und hier hätten wir sogar noch einen Brustgurt, den ich mal einstellen könnte, um ihn besser zu fixieren. Selbstverständlich hat auch diese Tasche wieder ein Gurtband und kann somit auf einem Rollkoffer mit befördert werden. Und vergessen dürfen wir natürlich auch nicht die Möglichkeiten hier, Molle, Klett und im Innenteil dieses große Molle und Klett versehene Panel zu besitzen, womit wir ihn natürlich nochmal weiter individualisieren können. Abschließend kann man bei dieser Variante von Storm sagen, dass sie generell schon mehr ist als ein einfacher Messenger Bag. Ihr seht, ihr habt praktisch schon fast einen ganzen Rucksack. Auch die Rückenpartie ist nochmal gepolstert. Somit kann dieser Messenger Bag wirklich mehr leisten, als einfach nur eine Dokumententasche zu sein. Kommen wir zur 3-Way 27 von Missy Ranch. 27 ist auch das Volumen. 27 Liter Volumen hat diese Tasche, ist damit in den Angaben im Prinzip die größte. Allerdings hatten wir ja gerade die Storm. Mit der Erweiterung kommt die natürlich auch auf so eine große Volumenzahl. Die Maße sind wieder nahezu identisch. Sie ist natürlich ein bisschen tiefer, nochmal 4 cm als die ersten Taschen, aber von Breite und Höhe eigentlich gleich. Auffällig ist hier natürlich gleich die Front mit dem typischen Missy Ranch Design mit den beiden Reißverschlüssen, dass wenn ich diesen Verschluss öffne, ich gleich die Front mit den beiden Reißverschlüssen auch aufziehen kann. Dieser Verschluss ist übrigens dieser typische Clipverschluss, der auch selbstständig wieder einrastet. Im Innenbereich habe ich hier verschiedene flexible Einschubtaschen, um eben meine Utensilien anzuordnen. Dazu nochmal eine Netztasche. Wir sehen hier schon gleich, also Stifte, Fächer etc. fehlen. Less is more. Man hat einfach etwas breitere elastische Einschubtaschen untergebracht. Hier sieht man schon das Volumen mit einer zusätzlichen Trennwand. Nochmal Netztaschen, Einschubfächer hier in den Seiten und hier nochmal einer elastischen Halterung. Wir sehen auch hier wird es etwas schwer, die Sachen unterzubringen. Aber insgesamt kann man sagen, ist das Volumen dann doch so groß, dass ich auch meine Verpflegung noch mit unterbekomme. Auch dieser Schultergurt ist jetzt leider nicht gepolstert, aber auf jeden Fall lang genug, um sich
die Tasche umzuhängen. Auch hier haben wir wieder 2 Tragegriffe, die verstärkt sind, um nicht einzuschneiden. Selbstverständlich auch wieder das Rückenteil, um die Dokumententasche über eurem Rollkoffer platzieren zu können. Und auch von Misty Ranch die Tasche hat die Möglichkeit, zu einem Rucksack umfunktioniert werden zu können. Und damit sehen wir auch bei dem Three-Way Bag, dass es sich hier einfach um mehr handelt als eine reine Dokumententasche. Kommen wir nun zum Fazit. Wir sehen, die Messenger Bags haben sich von einer einfachen Kuriertasche oder Dokumententasche weiterentwickelt. Wenn wir da an die 80er, 90er Jahre Taschen für die Schule oder die Uni denken, die hatten bei weitem nicht so viele Einsatzmöglichkeiten, denn wir haben jetzt hier Taschen, die sowohl für Dokumenten als auch für Laptops, Tablets etc. funktionieren, viele kleinere Unterbringungsmöglichkeiten für Utensilien noch haben und somit sich wirklich multifunktioneller nutzen lassen als eine einfache Dokumententasche. Natürlich muss jetzt jeder wissen, wozu er diese Tasche nachher benötigt. Möchte er sie flexibler haben, also eben als Rucksack nutzen zu können mit viel Volumen, weil er sie auch einfach mal so mitnehmen möchte als EDC-Pack etc., dann sind gerade die beiden letzten Taschen sicherlich ein Auge wert. Die Storm auch nochmal individualisierbar durch die verschiedenen Anbringungsmöglichkeiten an Klett- und Molleschlaufen. Misty Ranch hingegen klassischer, eher als normaler Rucksack zu handeln, aber auch mit einem wirklich großen Volumen. Sucht ihr aber doch eher eine Business-Tasche, nenne ich sie einfach mal, also wirklich eine Dokumententasche, um dann Papiere, einen Ordner, Zeitschrift, Laptop und Arbeitsutensilien für den geschäftlichen Bereich unterzubringen, reichen wahrscheinlich auch die von TT, also Tasmanian Tiger, oder von Miltech. Auch hier sei natürlich gesagt, die von Tasmanian Tiger könnt ihr nochmal mehr individualisieren, da sie auch wiederum Lasercut-Molle auf der Front hat und im inneren Bereich auch nochmal ein Molle-Panel aufweist, beziehungsweise waren es ja 3 nebeneinander, bei dem ihr nochmal Taschen aufsetzen könnt. Kommen wir nochmal zu einem wichtigen Kaufkriterium, das euch wahrscheinlich auch alle interessieren wird, und das ist der Preis. Der Miltech Messenger Bag Aviator kostet nicht einmal 50 Euro. Wir haben dort alles untergekriegt. Er ist flexibel einsetzbar, kann auch noch als Rucksack genutzt werden. Das Document Bag MK2 von Tasmanian Tiger ist hier noch mal ein bisschen individualisierbarer, hat nicht ganz so viele Einschubfächer für Stifte etc. wie der Aviator von Miltech, aber eben die Möglichkeit, Molletaschen aufzuschlaufen, Dinge mit einzukletten und zu verändern und somit natürlich sich genau an eure Bedürfnisse anzupassen. Liegt dafür aber auch im Preissegment mal schlank 100 Euro über dem Miltech Aviator, und zwar bei knapp 150 Euro. Die beiden anderen sind relativ gleich. Sie liegen bei über 200 Euro, knapp 230 Euro, sei es nun die Dokumententasche von Misty Ranch oder die von Storm. Sind dafür natürlich auch viel größer, können auch schon als Rucksack fungieren oder als EDC-Pack euch dienlich sein. Da müsst ihr natürlich wissen, braucht ihr das? Kann natürlich eine Idee wert sein, wenn ihr euch einen Rucksack sparen wollt und beides kombinieren möchtet. Also beides haben möchtet, einen normalen Messenger-Bag und einen EDC-Rucksack, wäre das vielleicht eine Wahl, die dann für euch in Frage käme. Und damit sind wir schon am Ende. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt noch Messenger-Bags benutzt oder ob ihr einfach euer Laptop oder euer Tablet mit in euren Rucksack steckt. Würde uns interessieren, vor allem, was ihr von den Modellen haltet, die wir hier hatten, oder ob euch noch andere interessieren. Schreibt das, wie gesagt, in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch auch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.